Do we have a question? Haben wir eine Frage? Robert. Was hält uns zurück, materiellen Dingen loszulassen, oder was kann man tun, um davon loszulassen? Um leichter Materielles loszulassen. Was kann man tun, um leichter Materielles loszulassen? What can you do to easier let go of Material needs. material needs? Okay. First, let's Not material needs, material stuff. material You stuff. have it Okay. already. Okay. When I first got into these things about 12 years ago, Als ich vor 12 Jahren begonnen habe, mich mit all dem zu beschäftigen, I started judging my clients that were materialistic. habe ich meine Klienten verurteilt, die materialistisch waren. Then I saw during the sessions that a lot of these people, and I mean most of them, come from realities that don't have physicality. Und dann habe ich gesehen, als ich die Sitzungen gegeben habe, dass bei den meisten dieser Menschen das der Fall war, dass sie aus Realitäten kamen, wo nichts Stoffliches existiert. So now they like to touch everything physical Jetzt mögen sie es, alles Stoffliche anzufassen, because they've lived billions of years without physical things. weil sie Milliarden von Jahren ohne Stoffliches gelebt haben. So they love their houses, they love their cars, they love their clothes. Sie lieben ihre Häuser, sie lieben ihre Autos, sie lieben ihre Kleidung. Souls don't wear clothes, they don't need them. Seelen tragen keine Kleidung, das brauchen sie nicht. So all of a sudden you've got a physical body and you're like, my Armani feels great. Plötzlich hast du einen stofflichen Körper und du sagst, mein Armani fühlt sich großartig an. And as I saw one client after another like this, I stopped judging people that were materialistic. Und als ich einen Klienten nach dem anderen sah mit diesem Hintergrund, habe ich aufgehört, das Materielle zu verurteilen. Some people that are not materialistic do come from material worlds. Manche Menschen, die nicht materiell bestimmt werden, kommen aus Realitäten, wo es so etwas gibt, wo es Materie gibt. Meaning they had incarnated in physical worlds before, so they had material things and plenty of them. Das bedeutet, sie wurden schon früher inkarniert in Realitäten, die stofflich waren. And that's why these people are not so materialistic. It's not that they're enlightened. Und das ist der Grund, warum sie jetzt nicht so materialistisch sind, nicht weil sie erleuchtet sind. Whatever you like, enjoy it. Was immer du magst, genieß es. Do not feel guilty. Fühl dich nicht schuldig. There's a reason why you like it. Es gibt einen Grund, dass du das magst. This is, of course, if you really like it. Natürlich nur, wenn du es wirklich magst. Because sometimes we like something because someone else likes it and we want to be accepted by that someone else. Weil manchmal mögen wir Dinge nur, weil jemand anders sie mag und wir wollen von diesem anderen akzeptiert werden. But when you look at your car and you're about to have an orgasm, enjoy it. Und wenn du auf dein Auto schaust und kurz davor bist, einen Orgasmus zu haben, dann genieß das. The car. Denk das Auto. Okay. It's because you haven't had one before where you were before you came to Earth. Der Grund ist, weil du kein Auto hattest, da wo du davor warst. So do not for one moment think materialism is not spiritual. Glaub also nicht für einen Moment, dass Materielles nicht spirituell ist. This plastic water bottle is spiritual. Diese Plastikflasche ist spirituell. Everything in our world is spirit. Alles in unserer Welt ist Not, Spirit. not everything has a soul, but everything is spirit. Nicht alles hat eine Seele, aber alles ist Energie. So I wouldn't say it's bad to hold on to material things if you like them. If you like them, keep them. Ich würde also sagen, es ist nicht schlecht, am Materiellen festzuhalten. Wenn du es magst, dann behalt es. You're learning just as much as someone who doesn't care much about material things. Du lernst genauso viel wie jemand, der sich darüber keine Gedanken macht, also der nicht viel Materielles hat. Another question about letting go? Gibt es noch eine Frage über das Loslassen? Yes. Wie kann ich meine Ängste loslassen, besser loslassen und mehr ins Vertrauen kommen? Wie kann ich meine Ängste loslassen und leichter ins Vertrauen kommen? How can I let go of my fear and easier come into trusting? Confidence. Yes, you know how I did it. Willst du wissen, wie ich das gemacht habe? No, it's not difficult. I'm trying to think of the words. Es ist nicht schwer, ich versuche nur die Worte zu finden dafür. I said, okay, if whatever I'm afraid of kills me, I'll go back home. Ich habe gesagt, wenn das, wovor ich Angst habe, mich umbringt, dann gehe ich zurück nach Hause. And back home is beautiful. Und zu Hause ist es wunderschön. And little by little, my body let go of fears. Und nach hat mein Körper diese Ängste losgelassen. Because most of our fear is really fear of death. Weil die meisten unserer Ängste ist die Angst
I'll tell you about a book that really helped me let go. Ich erzähle euch von einem Buch, das mir wirklich geholfen hat, loszulassen. It had nothing to do with letting go, but it showed me my home. Es hat nichts mit Loslassen zu tun, aber es hat mir mein Zuhause gezeigt. It's called Journey of Souls. Es nennt sich Die Reisen der Seele. Do you remember the Yes, writer? Michael Newton. By Michael Newton. Von Michael Newton. Also, the continuation is Destiny of Souls. Und es gibt auch eine Fortsetzung, Destiny of Souls, ich weiß nicht die deutsche Übersetzung gerade. That reminded me of my home so much that I said, so what if I die? I'm going to go back home. Das hat mich so sehr an mein Zuhause erinnert, dass ich mir gedacht habe, was soll das? Wenn ich sterbe, gehe ich zurück nach Hause. I remember towards the end of this book, a car, it didn't exactly run me over, but it stopped 1 inch from my knee. Ich erinnere mich, als ich mit dem Buch fast fertig war, bin ich über die Straße gegangen und ein Auto ist ganz knapp vor meinem Knie stehen geblieben. Es hat mich nicht berührt, aber ganz knapp. And I said, damn it, I could have gone back home. Couldn't you kill me? Und ich habe gesagt, verdammt, ich hätte nach Hause gehen können. Hättest du mich nicht umbringen können? That book really reminded me of who I was before I was born in this body. Dieses Buch hat mich wirklich daran erinnert, wer ich war, bevor ich hier auf die Erde gekommen bin. So that really helped me in letting go of my fears, all of them. Das hat mir wirklich geholfen, all meine Ängste loszulassen. Home is beautiful. Unser Zuhause ist wunderschön. We all know the Earth is a beautiful planet, Wir wissen alle, dass die Erde ein wunderschöner Planet ist. but she's a bitch to live on. How do you say that in German? You can't say it. Es ist eine Just say it in English. Schlampe, darauf zu leben. Yeah. Life on Earth is extremely complicated. Das Leben auf der Erde ist extrem kompliziert. So don't worry about leaving Earth. It's just a difficult university and it's okay to go back home without a big fancy degree. Mach dir also keine Sorgen darum, auf der Erde zu leben. Es ist eine schwierige Universität und es ist okay, nach Hause zu gehen, auch ohne diesen großartigen, tollen Zertifikat. This is one way of letting go of your fears. Remember home. Das ist eine der Möglichkeiten, unsere Ängste loszulassen, indem wir uns an unser Zuhause erinnern. Since I said remember, there's another very good book called Remember. Nachdem ich gerade Remember gesagt habe, es gibt ein anderes gutes Buch, das trägt den Titel Remember. And the second part is Welcome Home. Und der zweite Teil davon heißt Welcome Home. This will also remind you of where you were before you came here. And again, your fears just don't make sense anymore, and little by little you let them go. Das erinnert dich auch an, wer du warst und woher du kommst, und du wirst nach und nach deine Ängste dadurch loslassen können. Again, do not be angry that you have fears. It's okay. Sei nicht wütend darüber, dass du Ängste hast. Es ist okay. Everything has its purpose. Alles hat seinen Sinn. If we didn't have fears, just imagine one moment a world or a life with no fear at all. Stellt euch vor, einen einzigen Moment in der Welt, in der keine Ängste bestehen. How much do you think you would have learned by the end of this life? Wie viel glaubt ihr, hättet ihr gelernt bis zum Ende eures Lebens? Very little. Sehr wenig. So let's use fear to our benefit. Lasst uns die Ängste nutzen zu unserem Vorteil. Now, a little meditation before we finish this part of the seminar. Eine kleine Meditation, bevor wir zum Ende dieses Teiles Again, kommen. only whoever wants to. Nur wer mitmachen möchte. A slow, deep breath. Einen langsamen, tiefen Atemzug. Whoever's writing the meditation down, you can hear it tomorrow on YouTube. Morgen könnt ihr die Meditation auf YouTube hören. Ihr braucht nicht mitzuschreiben. Slow, deep breath again. Noch einen tiefen Atemzug. And now start thinking of all the things in your life, one by one, do not rush. Und jetzt denk an all die Dinge in deinem Leben, eins nach dem anderen, beeil dich nicht. All the things in your life that you're holding on to. All die Dinge in deinem Leben, an denen du festhältst. Like you're holding on to your job even though you don't like it because of financial security. Wie du zum Beispiel an deiner Arbeitsstelle festhältst, obwohl du sie nicht magst, nur um die finanzielle Sicherheit zu erleben. You're holding on to a spouse even though you've learned everything they have to teach you because of security again. Du hältst dann einen Partner fest, obwohl du schon alles aus dieser Beziehung gelernt hast, nur um diese Sicherheit zu haben. Or because you're afraid to be alone.
Oder weil du Angst davor hast, alleine zu sein. No judging, but just think of it. Kein Beurteilen, denke nur daran. You're holding on to pain from the past. Du hältst am Schmerz der Vergangenheit fest. Just think of it. Denk einfach dran. Now, physically, put your hands in front of your chest or in front of your stomach as if you're holding a basketball. Und jetzt halte deine Hände vor deinen Körper, so als würdest du einen Basketball halten vor dir. Mach das jetzt mit deinen physischen Händen. Ja. Imagine an energetic basketball there. Stell dir vor, dass du einen energetischen Basketball jetzt vor dir hältst. Beautiful colors. Wunderschöne Farben. If you like, you can move your hands a little bit to feel the energy. You can literally feel it. Wenn du möchtest, kannst du mit deinen Händen ein bisschen sie bewegen, um ihn besser fühlen zu können. Now, put all these things that you're holding on to, one by one, in this basketball, this energetic basketball. Gib jetzt all das, woran du festhältst, nach und nach in diesen energetischen Basketball. Don't rush. Keine Eile. One by one, and as you're putting them in, thank them. Eines nach dem anderen, und während du es hineingibst, bedankst du dich bei jedem. Because they have taught you a lot. Weil sie euch viel beigebracht haben. Now that this energetic basketball is full, it might feel a little bit bigger. Jetzt, wo dieser energetische Basketball voll ist er vielleicht größer geworden. You can slightly move your hands back and forth as if you're squeezing a balloon. Du kannst ganz leicht deine Hände vor und zurück bewegen, so als würdest du einen Ballon drücken. Now, in your imagination, call a group of angels. In deiner Vorstellung rufe jetzt eine Gruppe von Engeln. And give them this energetic basketball full of everything you were holding on to. Und gib ihnen diesen energetischen Basketball, der angefüllt ist damit, was du festgehalten hast. They will take care of everything. Sie werden sich um alles kümmern. They will transform it. Sie werden es transformieren. Energy never dies. Energie stirbt niemals. It simply transforms into something else. Es verändert sich einfach in etwas anderes. Give them one last thank you to the whole ball and everything inside. Bedanke dich noch ein letztes Mal beim ganzen Ball und alles, was da drinnen ist. And let the angels take it completely out of your hands and see them flying back into the universe. Und lass den Ball jetzt von den Engeln an sich nehmen und sehe, wie die Engel zurück ins Universum fliegen damit. Take a slow deep breath and notice, how does your body feel now that you have let go of so much? Nimm einen langsamen, tiefen Atemzug und beobachte, wie dein Körper sich jetzt anfühlt, wo du so viel losgelassen hast. Now, imagine walking in the street. How do you walk now that you have let go of so much? Stell dir vor, wie du jetzt der Straße entlang gehst. Wie fühlst du dich jetzt, wo du so viel losgelassen hast? Now that you have thanked everything and you have let it go. Jetzt, wo du dich bei allem bedankt hast und es dann losgelassen hast. How do you do your housework? How do you do your shopping? Wie machst du deinen Haushalt? Wie gehst du einkaufen? How do you drive now that you've let go of so much? Wie fährst du jetzt, wo du so viel losgelassen hast? If you like how you feel, Wenn dir gefällt, wie du dich jetzt fühlst, say to your body, sag zu deinem Körper, this is how I want you to feel all the time. ich möchte, dass wir uns immer so fühlen. Take a slow deep breath, Nimm einen langsamen, tiefen Atemzug and whenever you're ready, open your eyes and come back to this chair. und wann immer du bereit bist, dann öffne deine Augen und komm wieder zurück auf diesen Sessel. Now, I don't want anyone saying, I did it, but I don't know if it worked. Ich möchte jetzt niemanden hören sagen, ich habe es gemacht, aber ich weiß nicht, ob es funktioniert hat. This is doubt. Doubt cancels everything. Das ist Zweifel und Zweifel storniert alles. So do not doubt. If you said it, it's done.
Zweifel nicht dran, wenn du es gemacht hast, dann ist es geschehen. If you do want to do it again, you can do it again, but put different things in there. Wenn du es wieder machen möchtest, dann kannst du das machen, aber nimm andere Sachen, die du hineingibst. It is very important not to doubt. Doubt will keep you immortal. Es ist sehr wichtig, nicht zu zweifeln, weil Zweifel hält dich als Sterblichen. And it will kill you eventually. Und es wird dich eventuell umbringen. We are God and gods have no doubts. Wir sind Götter und Götter haben keine Zweifel. Realize this. Erkenne das. There's a very good book. I haven't read it, but just by reading the title I go, oh, I want this book, but I never found it. Es gibt ein sehr gutes Buch, das ich nie gelesen habe, aber nur indem ich den Titel gelesen habe, habe ich mir schon gedacht, das möchte ich. Ich habe es aber nie gefunden. It's called You Are Gods, Now Get Over It. Es heißt, ihr seid Götter und jetzt kommt drüber hinweg. Okay, it's time to stop being human. Es ist Zeit aufzuhören, menschlich zu sein. There's nothing wrong with being human. We are perfect. Es ist nichts falsch dran, Mensch zu sein. Wir sind perfekt. It's just that we're so much more. Now we're going to go into more than human. Aber wir sind einfach so viel mehr. Wir gehen jetzt in eine Zeit, wo wir mehr als Mensch sind. We're going to go into an era where we will become superhumans. Wir kommen jetzt in eine Ära, wo wir Übermenschen werden. Now we're going to take a 15-20 minute break and then we're going to do responsibility. Wir machen jetzt 15, 20 Minuten Pause und dann machen wir das Thema Verantwortung. Thank you. Dankeschön.